Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Es war einmal eine schöne Prinzessin, die einen goldenen Ball hatte. Sie liebte es, mit diesem Ball zu spielen. Eines Tages, während sie im Garten ihres Schlosses spielte, fiel der Ball in einen tiefen Brunnen. Sie war sehr traurig und weinte am Rand des Brunnens. Während sie weinte, hörte sie eine Stimme: »Warum weinst du, Prinzessin?« Sie schaute in den Brunnen und sah einen großen grünen Frosch, der sie neugierig anschaute. »Ich habe meinen goldenen Ball verloren«, antwortete die Prinzessin. »Ich kann dir helfen«, sagte der Frosch, »aber nur, wenn du mir etwas versprichst.« Die Prinzessin war so verzweifelt, dass sie sagte: »Ich werde dir alles geben, was du willst, wenn du mir nur meinen Ball zurückgibst.« Der Frosch antwortete: »Ich möchte nicht deine Kleider, Perlen oder Juwelen. Aber wenn ich dir deinen Ball zurückgebe, musst du mir versprechen, dass ich dein Freund sein kann. Ich will mit dir essen, mit dir spielen und neben dir in deinem Bett schlafen.« Die Prinzessin dachte, dass das ein seltsames Versprechen war, aber sie wollte wirklich ihren Ball zurück. Also stimmte sie zu. Der Frosch tauchte in den Brunnen und kam mit dem goldenen Ball zurück. Die Prinzessin war so glücklich, dass sie den Ball nahm und schnell wegrannte, ohne sich bei dem Frosch zu bedanken. Am nächsten Tag, als die Prinzessin mit ihrer Familie beim Abendessen saß, hörte sie ein leises Klopfen an der Tür. Sie ging zur Tür und sah den Frosch, der sagte: »Erinnerst du dich an dein Versprechen, Prinzessin?« Die Prinzessin war überrascht und wollte den Frosch nicht in ihr Schloss lassen. Aber ihr Vater, der König, hörte von dem Versprechen und sagte zu seiner Tochter: »Ein Versprechen ist ein Versprechen. Du musst es halten.« Also ließ die Prinzessin den Frosch herein. Er aß von ihrem Teller, spielte mit ihr und am Ende des Abends, als es Zeit war zu schlafen, sprang er auf ihr Bett. Die Prinzessin konnte nicht schlafen. Sie war wütend und warf den Frosch gegen die Wand. Aber als der Frosch die Wand berührte, verwandelte er sich in einen schönen Prinzen. Der Prinz erzählte der Prinzessin, dass er von einer bösen Hexe verzaubert wurde und nur die Freundschaft einer Prinzessin ihn retten könnte. Der Prinz erzählte weiter, dass er schon seit vielen Jahren in dieser verzauberten Froschform lebte und auf jemanden wartete, der den Zauber brechen könnte. Das Versprechen der Prinzessin und ihre Tränen hatten die Macht, ihn zu retten. Die Prinzessin war überrascht und berührt von seiner Geschichte. Sie fühlte sich schuldig, dass sie den Frosch zuerst nicht gut behandelt hatte. Aber jetzt, da er ein Prinz war, sah sie seine wahre Schönheit und Güte. Die beiden verbrachten viel Zeit miteinander und lernten sich besser kennen. Sie entdeckten, dass sie viele Gemeinsamkeiten hatten und verliebten sich ineinander. Nach einiger Zeit beschlossen sie, zu heiraten. Die Hochzeit war groß und prächtig. Alle im Königreich waren eingeladen, und es war ein Fest der Freude und des Glücks. Aber die Geschichte endet hier nicht. Als sie in die Hochzeitskutsche stiegen, bemerkten sie einen anderen Mann, der sehr traurig aussah. Es war Heinrich, der treue Diener des Prinzen. Als der Prinz verzaubert wurde, war Heinrich so traurig, dass er 3 eiserne Bänder um sein Herz legte, um es vor Kummer zu schützen. Mit der Rückkehr des Prinzen in seine wahre Form und der Hochzeit hörten sie ein lautes Geräusch. Es waren die eisernen Bänder, die von Heinrichs Herz brachen, weil sein Kummer nun vorbei war und sein Herz wieder voller Freude war. Das Königreich feierte die Liebe zwischen der Prinzessin und dem Prinzen und die Treue von Heinrich. Sie alle lebten glücklich und in Frieden für den Rest ihres Lebens. Die Geschichte des Froschkönigs lehrt uns, dass wahre Schönheit im Inneren liegt und das Versprechen gehalten werden sollten.
Sie zeigt auch die Kraft der Freundschaft und der Liebe und dass manchmal das Unerwartete uns die größten Überraschungen bringen kann.